Test, Test, Test. Hallo. Ein paar Worte möchte ich sagen zur Corona-Verhütung, zu den aktuellen Verhütungsmaßnahmen. Wir haben bei uns im Grundgesetz in Deutschland stehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein sehr bedeutsames Element und wenn man darüber nachdenkt, was es bedeutet, ist es unvereinbar mit vielem, was derzeit geschieht, mit der Maßgabe, dass man etwas Positives in die Welt bringt. Wenn ich sehe, dass die Seelen kleiner Kinder geschändet werden, durch überzogene Verhütungsmaßnahmen und die Bedürfnisse der Kinder, zu denen Sprache, der sprachliche Austausch, der spontane Austausch, der Körperkontakt wesentliche Elemente sind, dann sträuben sich bei mir sozusagen die Nackenhaare. Und da kann ich nur sagen, das können wir nicht machen. Niemand weiß, wann er stirbt, wo er stirbt und wie er stirbt. Das kann ich sagen, nachdem ich bereits einen epileptischen Anfall, einen Herzinfarkt, gebrochene Lendenwirbel und Rippenprellung und Schürfwunden jeder Art durchlebt habe. Dazu alle psychischen und seelischen Leiden durchlitten habe, kann ich das sagen. Man weiß es nie, den Zeitpunkt. Also solange das nicht klar ist mit dem Virus, was es überhaupt bedeutet und was es ist, müssen wir auch behutsam sein mit den Maßnahmen. Wenn man wüsste, das ist ein tödliches Virus, das heißt, jeder, der infiziert ist, wird auch daran sterben, dann würde ich sagen, okay, dann isoliert man sich so gut es geht und riegelt sich hermetisch ab, um andere zu schützen. Und da muss man sich seinem Schicksal hingeben. Was will man anderes machen? Und dann würde ich sagen, dann macht es Sinn, wenn man ein Serum gefunden hat, dass man sich impft und es ist nachgewiesen, dass es keine großen Schädigungen verursacht, nachträglich bei Menschen und letztlich vielleicht schlimmer ist als das Virus selbst, sage ich, da müssen wir vorsichtig sein, behutsam sein. Und wie ich gestern oder vorgestern in einem Beitrag gehört habe, dass in einem Kommentar ich weiß nicht, ob es ein Polizist war oder jemand von einer Behörde, sagte in einem Interview mit einem Reporter, nein, wir gehen noch nicht in die Privatwohnung und schauen dort nach. Da ging es darum, wie weit man geht mit der Kontrolle, ob Menschen ihre Masken tragen. Also in den Bussen, in den öffentlichen Orten, wo muss man solch eine Maske tragen? Und da habe ich geschrieben, eine Maske tragen sowieso sehr viele Menschen, weil sie nicht der sind, der sie eigentlich sind. Oder sie sind der sie nicht sind, weil sie nicht authentisch leben. Das ist die unsichtbare Maske. Die Maske sieht man vielleicht in ihren Gesichtern, auch die unsichtbare, weil sie dort auch ihren Niederschlag findet, das Gefühl von Unfrohsein, Traurigkeit, belastet sein, etc., etc., was dadurch kommt, dass man nicht authentisch lebt, nicht der ist, den man lebt, weil man sich dem Konsumterror unterwirft und das alles zu einer Religion macht und den Sinn des menschlichen Daseins schließlich darin sieht, dass der Mensch konsumiert.
und mit diesem Wahn über die Welt herrscht. Das kann nicht sein. Und jetzt wieder zurück zu Corona. Also da, wo die Seelen unserer Kinder beschädigt werden, indem wir versuchen, das Virus abzuhalten, da finde ich, da müssen wir aufhören mit dem Wahn. Das geht nicht. Wenn man wüsste, es geht jetzt um eine Woche oder meinetwegen um einen Monat und wir wüssten hundertprozentig, wenn wir das durchziehen und versuchen, das zu realisieren, diese Abgrenzung, eine Woche oder einen Monat lang und danach ist der ganze Spuk vorbei und alles ist gut, dann würde ich sagen, okay, dann versuchen wir das. Das ist ein überschaubarer Zeitrahmen. Aber dass Menschen schon mit dem Gefühl herumlaufen, es geht Monate, vielleicht sogar Jahre und das soll unsere Zukunft sein, da kann ich nur sagen, da muss man ja die Frage stellen, ist das überhaupt noch Leben? Ist es würdig, noch so zu leben? Und da ist eben dieser Spruch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt sowohl für die Kinder auch und auch für die alten Leute. Man kann auch doch nicht irgendwo in eine Privatwohnung hereinplatzen und prüfen, ob diejenigen, die da sich darin aufhalten, eine Maske aufhaben. Liebespaare dürfen sich nicht mehr umarmen und nicht mehr küssen. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Eltern dürfen letztendlich ihre Kinder nicht mehr berühren und Kinder ihre Eltern nicht. Das ist doch Schwachsinn. So, das wollte ich sagen, das musste ich sagen, jetzt sage ich ciao. Das nervt